Kennt ihr diese Momente auf Reisen, in denen man einfach innehalten muss, weil man das, was man sieht, einfach viel zu krass findet? Egal ob gigantische Wasserfälle, bedrohliche Lavafelder oder bizarre Felsformationen, unsere Erde ist wirklich voll mit einzigartigen und magischen Naturwundern. Wie der größte Meteoritenkrater der Welt aussieht, wo genau der Hitzepol der Erde liegt und noch viele weitere absolut spektakuläre Orte dieser Welt. Jetzt in Klicks um Science Fiction. Herzlich willkommen. Der Countdown beginnt. Platz 6, der Hitzepol der Erde. Wir befinden uns in der Lut-Wüste im Iran. Hier befindet sich der Hitzepol der Erde und zwar mit rund 70 Grad Celsius. Im Jahr 2005 wurde hier mit einem Infrarotradiometer des Satelliten Aqua die Bodentemperatur ermittelt und ihr könnt es euch vorstellen, hier ist es wirklich unvorstellbar heiß und das macht diesen Ort zu einem eher lebensfeindlichen Raum. Doch Forschungsteams haben hier tatsächlich Leben gefunden, Skorpione zum Beispiel, die sich an die extremen Verhältnisse angepasst haben. Sie ernähren sich vom Tod, genauer genommen von verirrten Zugvögeln, die in der heißen Wüstenluft sterben und einfach vom Himmel fallen. Doch trotzdem hat dieser Ort irgendwie etwas, unter anderem krasse Felsformationen, die haben dazu geführt, dass die UNESCO die Lut-Wüste zum Weltnaturerbe erklärt hat. Und auf der 5, die längste Höhle der Welt, 590 Kilometer lang und sehr weit verzweigt. Das sind die gigantischen Ausmaße der Mammoth Cave im US-Bundesstaat Kentucky. Das riesige Höhlensystem war aber nicht plötzlich so da, sondern hat eine lange Geschichte. Wohl ein paar Millionen Jahre lang haben Wassertropfen das Höhlensystem aus dem porösen Kalkstein herausgewaschen. Entstanden sind zum Teil riesige Säle mit Stalaktiten und Stalagniten. Die Mammoth Cave bildet das Zentrum eines riesigen Naturschutzgebietes, eine absolut magische Welt. In den Höhlen selbst leben beispielsweise Grillen, Fische und Fledermäuse und auch als Tourist darf man hier hinein und an Touren teilnehmen. Auf der 4, der größte Meteoritenkrater der Welt. Einen Durchmesser von knapp 500 Kilometern hat der wohl größte Meteoritenkrater der Welt, der Wilkesland-Krater. Lange blieb er uns unter dem Eis der östlichen Antarktis verborgen. Noch immer nicht zu 100% geklärt ist, wie Wilkesland entstanden ist. Doch es spricht einiges dafür, dass wohl ein Meteorit dafür gesorgt hat. Forschungsteams schätzen die Größe dieses Meteoriten auf rund 50 Kilometer. Zeitpunkt des Geschehens war übrigens vor etwa 250 Millionen Jahren. Im Jahr 2006 zeigte ein Forschungsteam auf der Fachkonferenz der American Geophysical Union in Baltimore erstmals Darstellungen zu dem Wilkesland-Krater. Spekuliert wird auch, dass der gewaltige Meteoriteneinschlag vor 250 Millionen Jahren wohl zu einem der größten Massensterben der Erde geführt hat und zudem auch zur Entstehung des australischen Kontinents. Platz 3, der tiefste Canyon der Welt. Hier guckt man auch besser nicht nach unten, auch wenn die genaue Tiefe der Schlucht Kali Gandaki in Nepal unbekannt ist, steht wohl fest, dass sie die tiefste der Welt ist. Man schätzt ihre Tiefe auf rund 6000 Meter. Wow! Benannt wurde sie genau wie der Fluss zu ihren Füßen nach einer hinduistischen Göttin, die für die Macht der Naturkräfte steht. Wirklich passend. Um sie herum gibt es majestätische Berge, mehr als 8000 Meter hoch. Die Ureinwohner halten diesen Ort der Erde für heilig. Die mutigsten von ihnen sammeln auf dem Grund der Schlucht die sogenannten Salig-Maren-Steine im Wasser. Sie sind heilig und in Indien sind sie mehr wert als Gold. Entstanden sind sie aus Weichtieren, die vor Millionen Jahren im Fluss lebten. Heute sind hier auch viele Touristen unterwegs, im besten Fall immer mit einem Guide. Der Weg durch die Schlucht dauert etwa 2 Tage. Auf der 2, Platz 2, die meisten Gewitter im Jahr. Das Jahr hat 365 Tage, an 15 bis 45 Tagen davon etwa gibt es bei uns in Deutschland im Jahresdurchschnitt Gewitter, je nachdem in welcher Region man sich befindet. An den Küsten blitzt und donnert es deutlich weniger als beispielsweise in der Nähe der Alpen. Finde ich, kann man aushalten. Vor allem, wenn man sich vorstellt, dass es in der Gewitterhauptstadt der Welt ganze 322 Tage im Jahr Gewitter gibt. Andersherum gerechnet also 43 Tage pro Jahr, an denen es nicht blitzt und donnert. Unvorstellbar, wenn ihr also wissen wollt, wohin ihr auf gar keinen Fall umziehen solltet, merkt euch Bogor in Indonesien. Ihren Spitznamen trägt die Stadt völlig zu Recht Kota Hyuan, übersetzt Regenstadt. Hier ist es nur selten wärmer als 26 Grad.
Das in Kombination mit dem vielen Wasser und dem fruchtbaren vulkanischen Boden ist ein Paradies für die Pflanzenwelt und deswegen ist Bogor weltweit nicht nur für seine vielen Gewitter bekannt, sondern auch für seinen botanischen Garten. Mehr als 6000 Pflanzenarten, darunter knapp 900 Orchideensorten gibt es hier, genauso wie viele Fledermäuse und mehr als 50 verschiedene Vogelarten. Und der Platz 1, der kälteste Ort der Erde, wobei es sind mehrere. Ich habe nämlich gleich 3 krasse Locations der Erde für euch, wo man sich besser nicht länger falsch gekleidet im Freien aufhalten sollte. Zum einen die russische Forschungsstation Vostok in der Antarktis, die lange als Kältepol der Erde galt. Am 23. Juli 1983 wurde hier eine Temperatur von minus 89,2 Grad Celsius gemessen. Wenn hier polarer Sommer herrscht, gibt es auch mal milde minus 30 Grad. Herrlich. Von hier aus sind es noch 1287 Kilometer zum geografischen Südpol. Hier hat ein Forschungsteam einen Eiskern gebohrt, der 420.000 Jahre Klimageschichte erzählt. Wow. 2013 wurde der Kälterekord von Vostok allerdings überboten, beziehungsweise besser gesagt unterboten. Satellitenmessungen der NASA zeigen den Kältepol der Erde an einem Erdrücken in der Nähe von Dom Argus, einer Hochebene der Antarktis. Minus 93,2 Grad Celsius wurden hier am 10. August 2010 gemessen. Die krasse Kälte entstand wohl durch die große Höhe über dem Meeresspiegel gepaart mit einem wolkenfreien Himmel. 67,8 Grad Celsius minus wurden übrigens in der sibirischen Siedlung Oymyakon gemessen. Es ist der wohl kälteste dauerhaft bewohnte Ort der Welt und das Krasse daran, im Sommer können es in dieser Region auch mal 30 Grad und mehr werden. Ich selbst habe es mal in Sibirien erlebt. Innerhalb von 2 Wochen wurde es von minus 25 plus 40 Grad. Das ist kontinentales Klima. Wenn ihr kein Video verpassen wollt von Clickzoom zu den spektakulären Themen aus der Wissenschaft, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke, denn nur dann verpasst ihr keine Videos wie Sensation, interstellares Objekt rast durch Sonnensystem. Darauf klicken, wenn ihr das sehen wollt. Das ist absolut sensationell und erstmalig. Also, ansonsten bis dann. Bleibt dran.